Hallo, hier ist Jan von Spin Factory aus Köln. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Montage mit einem lösungsmittelfreien Kleber durchführt. Janosch hat euch in einem anderen Video ja schon gezeigt, welche Kleber ihr für welche Materialien verwendet. Wir werden jetzt heute hier einen Schläger fertigstellen und ja, was brauchen wir dazu? Wir brauchen einmal einen lösungsmittelfreien Kleber. Wir brauchen ein Schwämmchen, was in der Regel halt immer zusammen mit der Klammer in der Verpackungseinheit beim Kleber dabei ist. Und wir brauchen ein Cuttermesser, was natürlich eine richtig scharfe Klinge haben soll. Und eine Belaganbruchrolle, um den Belag später festzumachen. So, wir haben das hier schon ein wenig vorbereitet. Dieser lösungsmittelfreie Kleber wird zunächst auf den Schwamm aufgetragen. Man sollte darauf achten, dass man nicht zu viel Kleber verwendet. Und dann wird der Kleber gleichmäßig auf dem Belag aufgetragen, sodass keine, ich nenne es jetzt mal Pfützen, entstehen, sondern dass der Kleber wirklich glatt verteilt wird. So. Dann haben wir hier den Belag soweit fertig. Ihr könnt es jetzt ganz gut sehen, der Kleber ist jetzt hier gleichmäßig verteilt auf dem Belag. Es macht aus unserer Sicht Sinn, wir machen das täglich auch in der Montage, wenn wir eure Schläger dann versenden nach der fertigen Montage, dass wir auch den zweiten Belag schon einstreichen, weil einfach die Erfahrung zeigt, dass der Kleber auf dem Belag deutlich länger trocknet, sodass es Sinn macht, sich etwas Zeit zu sparen, kann man hier schon mit dem zweiten Belag, also sprich mit dem Rückhandbelag, die gleiche Prozedur noch einmal machen. Und auch hier ist es wichtig, den Kleber gleichmäßig zu verteilen. So. Dann kann man, wenn das Ganze beendet ist, die Belege zur Seite legen. Hier ist jetzt wichtig, dass der Kleber, der jetzt hier eine leicht weißliche Farbe hat, die Belege sind dann fertig, das zeigen wir später, wenn der Kleber vollständig getrocknet ist und vollständig transparent ist. Das heißt, man darf den Kleber nicht mehr sehen. Dann ist der Kleber so weit abgetrocknet, dass er montiert werden kann. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch auf dem Holz machen. Auch hier tragen wir eine dünne Schicht Kleber auf. Hierbei ist es wichtig, dass ihr beim Holz auf jeden Fall nur die erste Seite mit Kleber beschmiert, weil ihr sonst ein Problem habt, wenn ihr beide Seiten einstreicht, dann das Ganze ablegt, dann habt ihr Staub und andere Partikel auf dem Holz, die ihr da nicht haben wollt. Das macht natürlich dann keine Freude, das wieder zu lösen. Auch hier wird der Kleber gleichmäßig verteilt auf dem gesamten Schlägerholz. Achtet natürlich darauf, dass ihr hier unten nur in den Bereich kommt, wo der Belag später auch aufliegt, dass ihr nicht hier in den Bereich kommt, das sieht dann nicht so schön aus, das ist mehr was für die Optik. Und wenn ihr dann fertig seid und den Kleber gleichmäßig verteilt habt, dann heißt es erst einmal warten. So, inzwischen sind nun auch Belag und Holz abgetrocknet. Ich werde euch das noch einmal zeigen. Zwar sollte das Ganze so aussehen, das heißt, von der ehemals weißen Flüssigkeit ist gar nichts mehr zu sehen, es ist vollkommen transparent, der Kleber ist vollständig abgetrocknet. Das ist der Moment, wo Belag und Holz miteinander verklebt werden können. Ihr nehmt dann anschließend einfach den Belag und setzt ihn unten am Griff, ich kann das hier nochmal zeigen, hier unten, dort setzt ihr die Kante an und natürlich mittig. So, und dann ist es am einfachsten mit einer solchen Belagrolle den Belag anschließend gut festzurollen. So. Dann klebt der Belag jetzt fest mit dem Holz. Und jetzt ist natürlich entscheidend, einen schönen sauberen Schnitt zu machen. Dafür ist es, wie gesagt, wirklich sehr entscheidend, dass ihr eine dünne Cutterklinge habt, ein sehr scharfes Messer. Und dann ist es so, dass es wichtig ist, dass ihr die Klinge waagerecht bzw. so senkrecht ansetzt, dass ihr nicht in eine Schräge kommt, weil dann kriegt ihr so unschöne Kanten, sondern wirklich versucht ganz gerade hier am Holz entlang zu steigen. Ich weiß nicht, ob man so gut sehen kann, ich werde es jetzt einfach mal hier in live vollziehen. Ihr müsst natürlich relativ viel Druck auch auf die Klinge bringen.
So, jetzt habe ich hier bis zur Hälfte geschnitten. Ich drehe dann hier ein wenig rein, fange dann noch ein bisschen weiter hinten wieder an, damit ich möglichst keinen Schnitt oder keine Kante reinbekomme, sondern insgesamt einen sauberen Schnitt vollziehen kann. Manchmal kann es sein, je nach Belag, dass, wie hier zum Beispiel, dass ihr nochmal leicht nachschneiden müsst. Aber jetzt seht ihr, ihr habt jetzt hier eine saubere Kante. Wir schneiden auch ausschließlich mit Cuttermessern. Es gibt auch Spieler, die schneiden mit der Schere. Wir haben festgestellt, dass man es mit der Schere aus unserer Sicht nicht so sauber hinbekommt. Für eigene Zwecke ist das sicherlich ausreichend. Wenn Kunden bei uns Schläger bestellen, dann haben sie natürlich auch den Anspruch, ein wirklich gut montiertes Ergebnis zu bekommen, also sprich einen sauberen Cut. Und das kriegt man aus unserer Sicht am besten mit dem Cutter hin. Ja, abschließend würde man die gleiche Prozedur jetzt natürlich nochmal mit der Rückhandseite machen. Unser Belag war schon angetrocknet. Wir würden jetzt auch das Holz wieder entsprechend einstreichen, abtrocknen lassen und zum Abschluss würde noch ein entsprechendes Kantenband hier außen noch angebracht werden und dann ist der Schläger auch schon einsatzbereit. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video helfen. Wir machen natürlich für euch auch die Montage, könnt ihr bei uns im Shop auswählen, wenn ihr das selber nicht machen wollt. Ansonsten habt ihr gesehen, es ist gar nicht so schwer. Probiert es einfach, kaputt machen könnt ihr natürlich nichts. Freuen uns auf euren nächsten Besuch bei spinfactory.de und wünschen euch viel Spaß beim Shoppen. Bis bald.